Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Laserlux der Pico K9 Spot V1. Wir haben euch vor einiger Zeit von Laserlux den Pico Tracker vorgestellt, ein spezieller Laser zur Aufklärung von Sprengfallen. Heute geht es um den Hund. Das ist hier der Pico K9 Spot V1. Das ist ein Laser speziell für die Arbeit mit dem Hund. Das kann jetzt sein im Rettungsbereich oder im Polizeibereich, aber auch bei Altenpflege und Co. Also einfach ein Laser, mit dem ich in der Lage bin, dem Hund zu steuern, in Anführungszeichen, wenn der Hund denn darauf anspricht. Fanden wir ein sehr interessantes Thema, deswegen haben wir gesagt, wir stellen das mal vor. Man kennt das ja von den Katzen normalerweise, die muss man ja gar nicht trainieren, da hält man einen Laser hin und sagt Feuer frei und die Katze läuft direkt drauf los. Der Hund, der wird erstmal gucken in der Regel, also der wird sich dafür nicht interessieren. Das muss man natürlich dann mit dem Hund trainieren, aber das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, sehr, sehr effizient und vor allem auch leise mit dem Hund zu arbeiten, ihn zu steuern. Im Polizeibereich oder im taktischen Bereich, auch gerade militärisch, wird sehr oft auch mit Kameras oder mit einer Gegensprechanlage gearbeitet, mit Funk, um dem Hund dann Befehle zu geben, lauf rechts, lauf links. Und die Kamera zeigt dann dem Operator das Bild. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber das hier ist natürlich für den direkten Sichtweg. Also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwo ein Gebäude oder sonst irgendwas und möchte da in dem Bereich arbeiten, möchte den Hund dann da steuern, dann kann ich hier in der Reichweite des Lasers arbeiten und kann ihn da hinschicken und da natürlich dann auch Befehle geben über diese Methode. Viele Einheiten bei Polizei und Militär haben zu Anfangs ganz einfache, billige China-Laser benutzt. Haben viel Leistung, haben funktioniert, haben ihren Job getan. Man hat aber dabei nicht bedacht, dass diese in der Regel nicht augensicher sind und damit das Augenlicht des Hundes verletzt oder sogar zerstört. Laserlux hat jetzt hier einen Laser entwickelt, der augensicher ist, teilweise, also in einem bestimmten Betriebsmodus, das erzähle ich gleich, weil genau das natürlich dann ein wichtiger Punkt ist, denn der Hund ist ein teures, wichtiges Arbeitsmittel und ein treuer Begleiter und es dauert natürlich auch lange, bis man so einen Hund ausgebildet hat. Den möchte man natürlich nicht gleich dann beim ersten Mal mit so einem Laser hier erblinden lassen. Der Pico K9 Spot V1 arbeitet im 520 Nanometer Bereich. Wir haben hier zwei verschiedene Laserklassen im Einsatz, einmal 2M und einmal 3B. 2M ist augensicher, da arbeiten wir im 1 Milliwatt Bereich, das ist der Laser, den ihr hier gerade seht. Der lässt sich auch ganz einfach einschalten, indem ich das Gerät nach links drehe. Da habe ich zwei verschiedene Modi, nämlich einmal einen durchgängigen Modus, wo ich hier einen Strahl habe und dann habe ich hier einmal noch einen Pulsmodus, der dann nochmal den Hund stimuliert und das Ganze halt durch Blinken nochmal ein bisschen attraktiver macht. Wenn ich jetzt in den nicht augensicheren Bereich gehen möchte, das ist dann hier im 70 Milliwatt Bereich der Laser, dann muss ich hier nach rechts drehen. Da kann ich aber nicht einfach hindrehen, denn das ist wichtig, dass dieser Bereich auch nochmal zusätzlich geschützt ist. Also der Hundebesitzer kann nicht oder der Ausbilder, Trainer, was auch immer, der hat nicht die Möglichkeit, einfach hier diesen Laser einzuschalten und dem Hund das Augenlicht zu nehmen, sondern der muss hier wirklich mit einer Sicherung, die Sicherung nach hinten bewegen, kann dann weiter drehen und kann dann hier den starken Laser einschalten. Und das seht ihr hier auch schon, der hat richtig Rums, ja, also für ganz helles Tageslicht ist der gemacht. Da habe ich dann die Möglichkeit, auch mit diesem Laser zu arbeiten. Die Bedienung für euch noch einmal zusammengefasst. Wenn ihr den Drehschalter nach links dreht, eine Position, habt ihr den Laser im Pulsmodus. Wenn ihr noch eins weiter nach links dreht, habt ihr den Laser durchgängig, das ist der augensichere Laser. Wenn ihr den Drehschalter nach rechts bewegt, müsst ihr die Sicherung nach oben ziehen, könnt eine Stufe nach rechts gehen, dann habt ihr den High Mode als Strobe
und noch eins weiter, durchgängig. Aktiviert wird der Laser immer über den Schalter hinten. Wenn ihr einen Modus ausgewählt habt und dann dreht, also da jedenfalls, wo die Sicherung nicht benötigt wird, dann könnt ihr auch, wenn das eingeschaltet ist, durch die Modi wechseln. Das heißt, ich schalte ein und kann dann mit Bewegung des Drehrades den Laser von durchgängig auf Puls stellen. Der Laser ist aber nicht nur gut für Hunde, sondern da kann man unter Umständen auch vielleicht den einen oder anderen Mensch damit ein bisschen locken. Ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen. Mal gucken. Ja, hier haben wir nämlich den Sebastian Schäfer. Wer ihn nicht kennt, wir haben schon öfters mit ihm zusammengearbeitet. Spezialist im Bereich Hundeausbildung, Monitoring, Weltmeister, selber Hersteller von Hundeausrüstung, was Geschirre und so angeht. Und wir haben uns gedacht, wir holen den Basti mal dazu und lassen mal seine Eindrücke dazu sprechen, wo er Laser in der Hundeausbildung nutzt, beziehungsweise auch, wie er für dieses Video, für die Hundeausbildung, wie er seine Hunde antrainiert hat. Basti, erstmal grüß dich. Servus Martin. Servus. Basti, sag mal, du hast ja mit dem Laser deinen Hund jetzt antrainiert, auch für das Video hier, dass wir hier ein paar schöne Szenen dazu haben. Und das würde uns mal interessieren, ob das jetzt schwer war, den Hund darauf zu trainieren. Normalerweise reagiert auf einen Laser ja nur eine Katze. Katzen kennt man ja, da macht man einfach den Laser an und die Katze geht direkt drauf los. Bei einem Hund kann ich mir, wenn ich jetzt als Laie sagen, das interessiert ihn erstmal nicht so ein Punkt. Jetzt habe ich gespuckt, entschuldige. Aber auf jeden Fall, sag uns mal, wie da dein Feedback dazu ist oder wie deine Erfahrungen mit dem Laser waren. Also meine Erfahrung zum Laser ist, ich arbeite schon seit vielen Jahren mit dem Laser. Also ich nutze den Laser angefangen vom Therapiehunde bzw. aus dem Assistenzhundebereich raus. Wenn Leute schwere Gebrechen haben, auf Türklinken zeigen, dass Hunde lernen, Türen auf und zu machen, Schubladen auf und zu machen etc. Angefangen davon über meine ganze Filmarbeit, wenn ich jetzt zum Beispiel für irgendwelche Filme was machen möchte, wo ich einen Hund zum punktgenau zum Beißen bringen möchte. Das mache ich auch gern mit dem Laser, bis hin zu den Spezialeinheiten. Funktioniert wunderbar. Meine Hunde sprechen richtig gut drauf an, sind allerdings auch sehr gut und sehr sauber konditioniert auf dem Laser. Das, was du gesagt hast mit den Katzen, die dann hinterher rennen, wenn man das falsch macht, passiert das genauso auch bei einem Hund. Also wenn ein Hund nicht sauber auf dem Laser trainiert ist, nicht einfach damit anfangen rumzuhantieren, weil wenn ihr da auf irgendwas Falsches leuchtet und der Hund das jagt, dann beißt er halt auch mal in die Wand, weil er vielleicht meint, das ist ein Bällchen. Und wie viel Zeit muss man einplanen, wenn du jetzt einen gut trainierten, abgerichteten Hund hast, der jetzt noch zusätzlich die Technik mit dem Laser verfolgen lernen soll? Kann ich pauschal nicht sagen. Also es kommt immer auf den Hund drauf an, es kommt immer auf das Training drauf an. Ich habe ja mehrere Hunde, ich habe das auch bei all meinen Hunden ausprobiert, eben auch nochmal speziell mit diesem Laser. Ich habe einen Hund, den habe ich überhaupt noch nie mit dem Laser trainiert. Der hat mich angeguckt, hat ein Fragezeichen über den Kopf gemalt und hat gesagt, ich bin da mal weg, aber mit dem Zeug will ich nichts zu tun haben. Das liegt halt einfach auch am Vortraining von dem Hund. Der ist schon älter, der ist 7 Jahre alt, geht gar nicht. Die Jungen haben alle wunderbar drauf angesprochen. Ist natürlich immer, man muss immer gucken, ich kann jetzt den Hund nicht mit allen anderen vergleichen. Es gibt vielleicht ältere Hunde, die super drauf ansprechen. Kommt immer drauf an. Aber auf jeden Fall vielen Dank für deinen Input, zumal auch gerade jetzt hier, wir haben das Ding jetzt ja hauptsächlich im taktischen Fokus, aber wie du halt auch sagst, das ist natürlich auch ein super Hilfsmittel, um das dann in einem ganz anderen Spektrum einzusetzen, wie in der Kranken- und Altenpflege, finde ich eine sehr coole Sache. Im nicht Kranken- und Altenpflege, wirklich ich sage jetzt mal im Assistenzhundebereich, nicht nur Kranke und Alten, da sind auch Jugendliche dabei, die bereits Hunde führen oder die Hunde brauchen im Alltag, gerade eben Schubladen aufmachen, Sachen bringen etc., ist das Ding ein wunderbares Tool. Cool. Also ich möchte ihn da nicht mehr missen. Ja, dann vielen Dank schon mal. Bitteschön. Wenn Laserlux was kann, dann sind es Laser, sagt ja schon der Name. Sehr, sehr gute Verarbeitung, wie auch beim Pico Tracker. Hier habt ihr das Gehäuse, das ist leicht riffelig, das heißt, es hält sich auch sehr gut in der Hand. Das Gerät wird mit 2 Batterien betrieben. Die werden einfach eingesetzt. Die sind auch doppelt gelagert. Das heißt, ihr habt sowohl auf der hinteren als auch auf der vorderen Seite eine Feder. Das heißt, auch wenn ich das Gerät mal fallen lasse, habt ihr nicht das Problem, dass die Batterien irgendeine Elektronik kaputt schlagen können durch das Gewicht. Das ist wunderbar. Hier hat man nochmal einen Dichtungsring drin, dass das Ding nach IP64 wasserdicht ist.
Es gibt 2 Verpackungsversionen, einmal nur der Laser und einmal der Laser inklusive Halterung. Auf Picatinny-Basis mit einer großen Rändelschraube zum Einstellen. Da ist auch nochmal ein Sockel für Kamerastative mit dabei, so ein typisches Ding. Kann ich dann auch das Ganze auf einem Stativ montieren. Und dieser Ring hat nochmal eine Besonderheit, denn der lässt sich fein justieren. Ja, das ist ja immer das Schöne oder das Wichtige gerade mit einem Laser. Wenn ich jetzt einen Laser, wenn ich jetzt von der Waffe spreche zum Beispiel, den Laser an der Waffe montiere und diese Montage ganz gerade ist, dann würde der Laser genau parallel zum Lauf mitlaufen. Und durch diese Feineinstellung, die ich hier vornehmen kann, kann ich den Laser dann leicht anschrägen und den wirklich genau auf den Punkt von meinem Fadenkreuz oder wo auch immer einstellen. Und genau das ist auch hier mit dieser Montage möglich. Weiterhin natürlich dabei Bedienungsanleitung Deutsch-Englisch, einmal ein Werkzeug für den Ring und ein schönes Transportköfferchen, wo der Laser dann auch sein Zuhause findet. Und die Batterie natürlich auch. Der Laserlux Pico K9 Spot V1 ist unserer Meinung nach ein sehr, sehr cooles Mittel, um nochmal eine Möglichkeit zu haben, mit dem Hund zu arbeiten, den Hund stumm vor allem zu steuern. Nicht nur militärisch und bei der Polizei sehen wir da ganz wichtigen Einsatzbereich, sondern auch, wie der Basti das schon gesagt hat, in der Altenpflege ist das gang und gäbe, um einfach jemand, der jetzt nicht in der Lage ist, groß dem Hund Befehle zu geben oder irgendwas zu sprechen, der kann den Hund dann steuern und sagen, mach da die Schublade auf oder sonst irgendwas, finden wir eine sehr, sehr coole Sache. Den Pico K9 Spot V1 bekommt ihr bei Laserlux. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr zu dem Laser? Habt ihr auch einen Hund und habt mal mit einem Laser gearbeitet? Wenn ja, dann ganz schnell wegschmeißen das Ding. Ist nicht augensicher, holt euch den hier. Ja, und lasst uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle Lack und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Der Laserlux Laser arbeitet in einem Wellenlängenbereich von 520 Newtonmeter und hier hat, ich habe Newtonmeter gesagt, gell? Der Pico K9 Spot V1 arbeitet im 520 Milliwatt Bereich. Hier haben, was denn? Nicht Milliwatt. Nanometer, ja. Normal ist schwierig, den Hund darauf zu konditionieren. Normal kennt man das ja nur von Katzen, dass die auf Hunde reagieren, ne? Ja, Katzen, verdammt. Das Katzen auf Hunde reagieren ist richtig gut. Also das machen viele Katzen. Lass uns von vorne nochmal, komm. Ja, das machen viele Katzen, ne? Ja. Nein, wir steigen da nochmal ein. So.